Hallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Konfiguration der Zahlungsweisen in Central. Vorab ist es wichtig, den Unterschied zwischen den Geschäftskonten und den Zahlungsweisen zu verstehen, da diese häufig als Synonym angesehen werden. Geschäftskonten stellen ein eigenes Modul in Central dar, in welchem die Integration zu den Payment-Providern und Geschäftsbanken hergestellt wird, um so Zahlungseingänge und Ausgänge in das System zu importieren. Die Zahlungsweisen hingegen steuern gewisse Prozessabläufe innerhalb Centrals und können auf Belege mit unterschiedlichen Textvorlagen abgedruckt werden. Schauen wir uns das direkt im System an. Ich beginne auf dem Startbildschirm und navigiere zu unseren Grundeinstellungen. Im Bereich Buchhaltung unter Zahlungen und Geschäftskonten finden wir die Zahlungsweisen. Im Standard sind in Central bereits vordefinierte Zahlungsweisen hinterlegt. Diese können bei Bedarf über den Stift-Button angepasst werden. Falls weitere Zahlungsweisen benötigt werden, können wir dies über den Zahlungsweisen hinzufügen-Button tun. Hier existieren ebenfalls Vorlagen. Falls keine Vorlage passend ist, kann die Option Custom gewählt werden. Wir beginnen mit der Bezeichnung der Zahlungsweise, welche frei wählbar ist und im Idealfall so benannt wird, dass im operativen Geschäft ersichtlich ist, um welche Zahlungsweise es sich handelt. Beim Typ geben wir beispielsweise Rechnung, PayPal oder Lastschrift ein. Kommen wir zum Modul. Je nach Wahl erscheinen in unserer Konfigurationsmaske weitere Optionen. Für Klarna und PayPal Plus können Client-Informationen hinterlegt werden. Ich springe jedoch an dieser Stelle einmal zur Option Rechnung. Im Bereich Text auf Beleg kann ein allgemeiner Zahlungstext für die Belegbilder hinterlegt werden, unabhängig von möglichen Zahlungszielen und Skontooptionen. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, die Zahlungsweise auf Projekte zu beschränken. Das macht beispielsweise Sinn, wenn wir einen Rechnungskauf nur unseren B2B-Kunden anbieten wollen. Das Verständnis der nächsten Option ist essentiell wichtig für das Setup unserer Buchhaltung. Central erstellt mit der Rechnung, egal ob es sich um einen Rechnungskauf oder einen PayPal-Kauf handelt, eine Forderung. Wenn wir nun Payment Provider an Central angebunden haben und Zahlungen importieren, wollen wir diese natürlich unseren Forderungen zuweisen. Damit dies automatisch geschieht, ist es wichtig, dass kein Haken bei automatisch bezahlt gesetzt wird. Es kommt häufig vor, dass bei B2C-Käufen, welche über einen Online-Shop importiert werden und beispielsweise mit PayPal ausgeglichen worden sind, angenommen wird, wenn der Auftrag zu Central importiert wird, ist er schon über den Payment Provider bezahlt worden. Deshalb setze ich diesen Haken. In der Theorie klingt das logisch, damit der Zahlungsabgleich funktioniert, darf der Haken dennoch nicht gesetzt sein. Die Option macht nur Sinn, wenn kein Zahlungseingang für eine gewisse Zahlungsweise in Central verbucht werden soll. Wollen wir Verbindlichkeiten in Central abbilden und auch die Überweisung aus Central heraussteuern, sollte ebenfalls der nächste Haken nicht gesetzt sein. Pflegen wir Verbindlichkeiten nur informativ, ist diese Option jedoch valide. Unsere nächste Option ist ebenfalls wichtig für die Konfiguration, da wir mit dem Verhalten wie einige Workflows in Central steuern. Die Optionen haben Einfluss darauf, wie unsere Auftragsampel reagiert und ob ein Auftrag fulfilled werden kann. Ich springe einmal in die Auftragsübersicht, um das zu veranschaulichen. Wir sehen zwei Aufträge. Bei dem einen ist die Auftragsampel, insbesondere dem Eurozeichen, grün. Hierbei handelt es sich um einen Rechnungskauf. Wir erbringen im Standard unsere Leistung dem Kunden gegenüber, bevor ein Zahlungseingang vorliegt. Die Ware kann direkt in die Kommissionierung gehen. Im anderen Fall ist das Eurozeichen rot-orange. Das bedeutet, wir haben ein Verhalten wie Vorkasse ausgewählt. Und der Auftrag ist für die Logistik gesperrt, bis ein Zahlungseingang folgt. Sobald dieser geschieht, wird auch die Ampel grün. Springen wir zurück zu unseren Einstellungen. Mit der Option Verhalten wie Lastschrift kann gesteuert werden, dass die Forderung im Modul Zahlungsverkehr auftaucht und einbezogen werden kann. Mit der Aktivoption kannst du festlegen, ob eine Zahlungsweise im Beleg als Auswahlmöglichkeit angezeigt wird oder nicht. Wir empfehlen dir, alle Zahlungsweisen aus der Übersicht zu deaktivieren, die du sicher nicht verwenden wirst. Zum Schluss kommen wir zu den rechnungsspezifischen Einstellungen. Hier können nochmal je nach Zahlungsziel oder wenn eine Skontobedingung vorliegt, dedizierte Texte für den Beleg hinterlegt werden. Über den Globus können weiterhin Übersetzungen gepflegt werden. Ein kleiner Tipp: Wird hier nichts gepflegt, werden hardgecodete Texte auf dem Beleg angedruckt. Sollten diese nicht erwünscht sein, reicht es aus, ein Leerzeichen in der Textbox zu hinterlegen. Zum Schluss können wir noch den QR-Code für unsere Rechnungsdokumente aktivieren, sowie den Inhalt und die Positionierung definieren. Das war es auch schon mit unserem heutigen Video zum Thema Zahlungsweisen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Central-Einrichtung.